Willkommen zurück bei Bricks Go Wild, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zur Dokumentation eines ganz besonderen Sets. Oft gewünscht, leider nie erfüllt von uns. Tut uns leid. Der Daily Bugle ist in Wild City eingezogen. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen. Er steht jetzt hier schon seit, ich glaube, 1,5 oder 2 Wochen. Ist schon Ewigkeiten auf dem Markt. Wir haben ihn damals zum Release gekauft. Meine Mutter hat ihn zusammengebaut und hat sich da etwas mehr Zeit gelassen als eigentlich ausgemacht. Aber ich habe immer gesagt, liebe Mutter, du sollst doch das Lego bauen genießen. Kein Stress, wenn er fertig ist, ist er fertig. Und ihr seht es, jetzt ist es soweit. Wir haben ihn ja ich glaube vor 2 Videos oder so schon hergezeigt, wie wir ihn platziert haben. Damals waren wir aber noch nicht ganz sicher, ob er hier so bleiben wird, wie er steht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir werden ihn heute mal ein bisschen präsentieren. Ihr habt bestimmt das ein oder andere Review schon gesehen bei Brickstory, Klemmbaustein Lyrik und wie sie nicht alle heißen. Es ist ein tolles Set, welches wir uns auch natürlich, wie ich schon gesagt habe, gleich zum Release gekauft haben. Und ich werde fast erschlagen hier von den ganzen Details und von den ganzen Geschichten und Szenen, die hier erzählt werden. Wir haben ihn hier, wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, in den neueren Teil unserer Innenstadt platziert. Das heißt, hier geht es ja fast nicht mehr, ohne dass wir hier eine Baseplate freimachen. Haben wir auch überlegt, ob wir nicht hier eines dieser kleineren Viertel ein bisschen aufmöbeln und dort den Daily Bugle hinstellen. Können wir natürlich noch immer machen. Es ist ja alles mehr oder weniger modular bei uns bei den Baseplates. Die können wir noch austauschen. Wir haben jetzt aber mal gesagt, wir stellen ihn mal hier nach links rüber zur Polizei und auch dort, wo wahrscheinlich dann Anfang 2022 das neue Modular hinkommt. Hier ist noch nicht in Stein gemeißelt, ob er hier bleiben wird oder ob er nicht noch eine Baseplate vielleicht nach rechts wandern wird oder auch auf die andere Straßenseite, das wissen wir noch nicht. Aber wir werden uns das auf jeden Fall dann noch ansehen. Und hier kommt Rita, die sich schon die Minifiguren des Daily Bugle angeschaut hat und alle, ich glaube 20 Figuren, die da dabei sind, jetzt namentlich erwähnen und hervorheben wird. Ach so, ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Nein, schwierig. Es sind sehr viele Figuren dabei, das stimmt. Sehr viele coole Figuren, ein paar schräge Figuren. Wir kennen uns nämlich nicht mit dem ganzen... mit dieser ganzen Geschichte so gut aus. Zum Beispiel eine der super schrägen Figuren ist diese, wo ich mir denke, warum gibt es ein Spiderschwein? Das kenne ich eigentlich nur von den Simpsons, da sagt doch der Homer, Spiderschwein, Spiderschwein, wo er das so auf der Decke rumlaufen lässt. Aber ich wusste nicht, dass es wirklich ein Spiderschwein gibt. Ja, wusste ich auch nicht. Wir wollen auch dieses Video jetzt gar nicht dahingehend dokumentieren und aufnehmen, dass wir euch alle Minifiguren zeigen. Ihr wisst sowieso schon, welche Minifiguren hier dabei sind, weil ihr ja schon die anderen Reviews gesehen habt. Und wir wissen es natürlich, wie sie heißen, aber wollen nicht angeben damit, dass wir hier alle Namen aufsagen. Ich muss auf jeden Fall sagen, also wir haben gesagt, wir machen jetzt hier kein klassisches Review, weil das Set ja schon einige Zeit am Markt ist. Wir haben gesagt, wir werden uns einfach ein bisschen damit beschäftigen, passt das Set hier in unsere Wild City, war es ein guter Kauf, ist es vielleicht auch für Leute interessant, die mit dem Franchise, mit der Spider-Man-Lizenz nicht so viel anfangen können, nicht wie wir, die natürlich große Spider-Man-Fans sind. Aber nicht angeben wollen, wie wir schon gesagt haben. Es ist auf jeden Fall in deinem Café ein schönes Set und ich denke gleich mal zu Beginn, dass dieses Set hier, wenn es mal vom Markt gehen wird, ich glaube es ist ein 300-Euro-Set, also relativ teuer, aber ich denke, dass dieses Set, da es ja sonst relativ wenige Wolkenkratzer oder Hochhäuser von Lego gibt, bestimmt, wenn es mal vom Markt ist, nicht im Preis sinken wird. Ganz genauso wie zum Beispiel dort drüben auch die Feuerwehr der Ghostbusters. Ich kenne einige Leute, die sind keine Ghostbusters-Fans. Die kaufen sich die Feuerwehr trotzdem oder versuchen sie irgendwie noch günstig zu bekommen, da es einfach ein tolles Set ist, welches in jede Stadt super reinpasst. Und man kann auch viel umbauen damit, man kann sie mocken. Und ich denke, genauso wird das auch hier sein. Es sind total viele brauchbare Teile dabei. Natürlich, der Bau ist zum Teil schon sehr repetitiv mit diesen vielen Fensterelementen. Das ist immer das Gleiche gewesen, hat mir meine Mutter gesagt. Aber es ist viel in Hellgrau dabei, viele dieser, ich kenne die noch aus den alten Hafenanlagen, da wurden ja diese für die Kräne verwendet hier, da der Kran so auf und ab fahren kann. Hoppla, jetzt ist irgendwas abgefallen. Hey. Ja.
Kein Problem, richten wir nachher wieder her. Aber was sagst denn du zu dem Set, Madame? Ja, ich finde es an sich extrem cool. Das Einzige, was mir eben nicht ganz so gut gefällt. Ich meine, von der Bautechnik her, also versteht mich nicht falsch, von der Bautechnik her finde ich das extrem cool, dass der da herausfliegt mit seinem Tier da oder was auch immer das ist. Aber es passt einfach nicht. Es würde mehr in den Vergnügungspark passen, wenn es so stehen bleibt, wie es ist. Also Genau. ich meine, aber an sich finde ich das Set sonst cool. Also wenn wir das ein bisschen, wie Christoph immer sagt, entschärfen, finde ich es sehr cool. Und ich finde es auch von der Inneneinrichtung extrem super. Also es ist wirklich, es ist schon echt gut gemacht. Und dass auch so viele große Fenster quasi dabei sind, also mit den kleinen Fensterteilen große Fenster gemacht wurden, das ist schon echt eine coole Sache. Kann man den irgendwie noch drehen oder hast du den schon? Man kann ihn schon noch drehen, aber was meinst du? Nein, damit man besser reinfilmen kann. Oh, jetzt wird es Oder? interessant. Es Oi. könnte sein, dass wir den Daily Bugle jetzt dann nochmal neu aufbauen müssen. Aber ich habe vollstes Der ist Vertrauen. so schwer. Rita hat schon recht. Wir haben schon gesagt, ihr habt es uns sogar zum Teil auch schon in die Kommentare geschrieben. Wir werden wahrscheinlich vorne dieses Bruchstück, wo da dieses Männchen raus fliegt, werden wir wahrscheinlich rückbauen, dass das Gebäude zu ist. Dann ist es mehr oder weniger ein normaler Wolkenkratzer. Genau, es sind jede Menge versteckter Dinge drinnen. Es sind auch 2 Vögelchen hier an der rückwärtigen Fassade, einmal mit einem Nest, einmal ohne Nest. Man kann die Mauer rausnehmen, jede Menge Secrets. Ich finde auch total cool, man kann jedes Stockwerk abnehmen und man kann auch vorne die Front nur abnehmen, dass man reinkommt. Und ich dachte, der ist hinten offen. Wieso habe ich gedacht, dass der hinten offen ist? Da seht ihr mal, wie gut sich Rita mit unseren Sets auskennt. Die schaut überhaupt aber nicht. Ich habe nämlich beim Transport den oberen Teil separat halten müssen und da war der offen. Ja, weil ich die Frontfassade abgenommen habe. Ich glaube, weil sie abgebrochen war. Was mir nicht besonders gefällt, und das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört, vielleicht ist das in den Comics und Filmen so, ich weiß es nicht. Ja. Warum ist bitte die Feuerleiter rot? Ich würde die wir bauen sie jetzt nicht um, weil so stören tut sie mich dann auch wieder nicht, aber ich hätte gerne gehabt, dass die, keine Ahnung, schwarz oder grau ist, dann wäre sie ein bisschen dezenter, dann wäre nämlich das Logo das einzig rote, aber die Feuerleiter ist eben auch Ich glaube, rot. da war meine Mutter am Werk, denn die streicht ja auch liebend gerne alles Mögliche in Rot oder Weiß. Also vielleicht war die da am Werk und hat sie beraten und gesagt, wir brauchen ein bisschen Farbe. Wir brauchen eine rote Feuerwehrleiter. Das könnte durchaus sein. Aber ansonsten muss ich sagen, hier, das sind zwar alles Aufkleber großteils, diese Werbetafeln oder Livestreams vom Fernsehen. Ansonsten muss ich sagen, ein total cooles Set. Es ist auch hier unten, sind jede Menge Sachen dabei, die man als Städtebauer gut brauchen kann. Hier die Mülltonnen, hier diese Kartons, ein ja. Taxi ist dabei, welches wirklich sehr, sehr nett aussieht. Und auch von den Figuren her, ich glaube zwar, dass dieser Bauer hier gar nicht bei dem Set dabei war. Ja, das ist wieder mal meine Mutter. Habe ich jedenfalls nicht gesehen Aber in nicht der am Karton. Figurenanzahl. Wenn er doch dabei ist, dann sagt uns, wer das ist. Wir wissen es nicht. Und zu den Figuren nochmal zurück. Also den finde ich extrem cool, der mit seinen, der aus der Erde rauskommt. Da sind auch ein paar extrem geile Teile dabei. Ansonsten sehr abgespaced hier. Der Typ kann sich wahrscheinlich hier am Gebäude hinaufhandeln. Die Figuren werden wir zum großen Teil dann, schätze ich mal, in den Vergnügungspark geben. Aber der Daily Bugle als solches macht schon Sinn hier, würde ich sagen. Ich möchte ja vielleicht aus dem irgendwas anderes machen, weil es wäre doch cool, kann irgendwas anderes aus dem Boden herausschießen? Mehrere Sachen, ja. Aber wir haben noch, wir haben ja auch von, ich glaube, das ist ein Batman-Set, dieser Mr. Clay oder wie der heißt. Ich zeige ihn euch mal kurz, der ist dort hinten. Da wissen wir auch noch nicht, was wir mit dem Typen machen. Der steht auch noch hier rum und frisst jetzt sein Dasein hier in unserem Regal. Aber irgendwas wird uns bestimmt mal einfallen. Wir haben uns auf jeden Fall gedacht, der Daily Bugle verdient ein eigenes Video, weil es wirklich ein schönes Set ist. Ja. Auch hier dieser kleine Kiosk, den Rita jetzt wieder wegdreht von uns, dieser Zeitungskiosk in grün, der sehr cool aussieht. Und ja, also das ist wirklich, Lego sollte mehr solche Sets machen, finde ich.
Ein wahrer Hidden Gem, hier auch mit dem Logo Aber- oben drauf. Also es sieht einfach total cool aus. Mit diesen Zeitungskiosken hat es irgendwie Lego, oder? Kann das sein, dass es neben der Feuerwehrstation ist schon ein Zeitungskiosk? Jetzt ist hier wieder ein Zeitungskiosk. Lego will offenbar seine Käuferschicht dazu anregen, wieder Bücher und Zeitungen zu lesen, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Na, ist eh gut, aber lustig, dass es jetzt so viele gibt. Aber Ja, gut. kann man nichts machen. Das Eingangstor finde ich auch total schön. Ja. Und wie gesagt, die Inneneinrichtung, es ist in jedem Stock was anderes. Fernsehen, ja, alles mögliche, Büros. Ein wirklich schönes Hochhaus. Und das hat mich jetzt eigentlich damals schon, wie ich euch das beim Haul gezeigt habe, dazu animiert, dass wir noch ein paar mehr Hochhäuser bauen müssen. Und das machen wir, glaube ich, auch in einem nächsten Video. Wenn ich mal ein bisschen weitergebaut habe, seht ihr dazu mehr. Schauen wir jetzt da noch rein oder nicht? Ja, wenn du möchtest, Und gerne. wie kriege ich das jetzt runter? Moment. Rollentausch, nachdem ich nichts zerstören möchte, weil sonst kriege ich wieder Rita Geschwämme. hat sich mit dem Set bis jetzt null befasst und tut im Video so, als wäre sie eine Kennerin. Aber man kann Ja. hier alle Frontpaneele abnehmen. Schaut mal, wie cool das gebaut ist. So gesehen ist mir ja direkt leid, wenn wir das Ja, demontieren, deswegen aber sage ich ja, von der Bautechnik her ist eh cool, aber nur, ja. würde mehr Sinn machen, wenn wir... Das ist ja dann wie bei Fast and Furious, wo die da mit dem Auto raushauen. Ganz richtig. Das würde mir aber nicht. Können wir den Daily Bugle auf Fast and Furious? Ist das nicht der 5er Teil gewesen, wo er da mit dem Auto durch die Wolkenkratzer durchdüst? Es könnte durchaus sein, aber da brauchen wir dann daneben ja noch ein zweites Hochhaus, rein zufällig. Hier habt ihr nochmal einen kurzen Blick in das Innenleben des Daily Bugles und wir lassen Rita dann mal nachdenken, was sie so machen will. Es fährt ja übrigens, ich habe es jetzt runtergegeben, hier auf der Seite ein Auto die Fassade rauf. Hier mit Fotokopierer und Bürotisch und so weiter. Und unten ist eben der große Raum, wo sie an den Zeitungen arbeiten. Unten kann man eigentlich auch aufmachen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Unten ist auf jeden Fall die Empfangslobby. Ja. Ein wirklich schönes Set. Ja, uns würde natürlich interessieren, habt ihr es euch auch gekauft? Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr Spider-Man-Fan und kauft es euch deswegen? Seid ihr kein Spider-Man-Fan und kauft es euch deswegen nicht? Es gibt ja welche, die was sich öfter gekauft haben, damit es höher wird. Ja, Grüße gehen raus an Brick Parker. Das ist natürlich auch eine coole Idee, weil er hat damit wirklich sehr viele Teile, mit denen er ein sehr dezent großes Hochhaus bauen kann. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Da sind wir schon gespannt, wie das am Ende aussieht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall mal, dass wir jetzt einen Daily Bugle hier in Wild City begrüßen dürfen und hoffen, er gefällt euch auch. Baut was Schönes. Und Wir machen die Fast and Furious Geschichte. Fast and Furious finde ich cool, aber ich weiß nicht, ob wir die Geschichte machen. Schauen wir mal. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Und macht's gut. macht euch einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss.